Du nimmst dir vor, nicht sofort zu reagieren. Eine Nachricht erscheint, ein Kommentar, ein Impuls. Und trotzdem antwortest du sofort. Nicht, weil du es willst, sondern weil es schneller war. Noch bevor du den Moment greifen kannst, ist die Reaktion bereits passiert. Fast automatisch, ohne bewusste Entscheidung. Wenn Kontrolle nur ein Gedanke bleibt, verändert sich nichts. Sie existiert dann nur als Idee. Aber Verhalten entsteht nicht aus Ideen, sondern aus Mustern. Und genau deshalb muss Kontrolle trainiert werden. Nicht einmal, sondern immer wieder. Mentale Kontrolle ist keine Eigenschaft. Sie ist eine Fähigkeit. Und Fähigkeiten entstehen nicht durch Einsicht, sondern durch Wiederholung. Du kannst verstehen, was passiert. Du kannst analysieren, warum du reagierst, und trotzdem wird dein Verhalten gleich bleiben. Weil dein System nicht auf Wissen reagiert, sondern auf Gewohnheit. Du kannst wissen, dass Reaktion nicht gleich Entscheidung ist und trotzdem automatisch handeln. Wissen beschreibt das Problem, Training verändert es. Und genau hier liegt der Unterschied zwischen Verstehen und Verändern. Viele verwechseln Kontrolle mit Unterdrückung. Ich darf nicht reagieren. Ich muss stärker sein. Ich muss mich zusammenreißen. Doch Druck erzeugt Widerstand. Und Widerstand verstärkt oft genau das, was du eigentlich vermeiden willst. Der stoische Ansatz ist anders. Er beginnt nicht mit Verbot, sondern mit Wahrnehmung. Bevor du etwas kontrollierst, musst du es erkennen. Nicht grob, sondern präzise. Und selbst wenn du all das verstehst, passiert es trotzdem. Du willst nicht reagieren und reagierst doch. Warum? Weil dein Verhalten nicht im Moment entschieden wird, sondern vorher. In dem, was du immer wieder getan hast. In dem, was dein System gelernt hat. Jede schnelle Antwort, jede impulsive Reaktion, jedes sofortige Nachgeben, das sind keine einzelnen Momente, das sind Wiederholungen. Und Wiederholung formt Muster. Dein Gehirn optimiert auf Effizienz. Es fragt nicht, was ist jetzt die beste Entscheidung? Es fragt, was hat zuletzt funktioniert? Und genau deshalb wiederholst du Verhalten. Nicht, weil du es willst, sondern weil es vertraut ist, weil es schnell ist und weil es sich richtig anfühlt. Selbst dann, wenn du weißt, dass es dir nicht gut tut. Das ist der Konflikt zwischen Wissen und Gewohnheit. Und Gewohnheit gewinnt fast immer. Nicht, weil sie stärker ist, sondern weil sie schneller ist. Sie braucht keine Entscheidung, sie passiert einfach. Und genau deshalb fühlt sich Veränderung so schwer an. Nicht, weil du unfähig bist, sondern weil du gegen etwas arbeitest, das automatisiert ist. Doch genau hier liegt auch die Lösung. Du musst nicht sofort anders handeln, du musst nur kurz unterbrechen. Einen Moment schaffen, in dem das alte Muster nicht automatisch durchläuft. Nicht perfekt, nicht jedes Mal, aber oft genug, damit dein System etwas Neues lernen kann. Und genau das ist der Beginn von Veränderung. Nicht im großen Schritt, sondern im ersten kleinen Bruch mit dem Gewohnten. Die erste Übung ist einfach. Wenn ein Reiz auftaucht, zähle innerlich bis 3. Nicht um dich zu zwingen, sondern um Raum zu schaffen. 3 Sekunden sind kurz, aber sie unterbrechen Automatismen. In diesen 3 Sekunden verschiebt sich etwas. Der Impuls verliert an Dominanz, dein Bewusstsein gewinnt Zeit. Und in diesem Moment passiert etwas Entscheidendes. Du bist nicht mehr nur Reaktion, du wirst zum Beobachter. Und genau das verändert, wie du handelst. Das ist kein großer Akt, aber es ist ein Anfang. Wenn ein Gefühl entsteht, benenne es innerlich. Ärger, Unsicherheit, Neugier.
Allein das Benennen verlangsamt den Prozess. Du wirst vom Handelnden zum Beobachter. Und Beobachtung ist der erste Schritt zur Steuerung. Nicht das Gefühl verschwindet, aber seine Intensität verändert sich. Und genau hier passiert etwas Entscheidendes. Das Gefühl ist nicht mehr alles, was du bist. Es wird zu etwas, das du wahrnimmst, nicht zu etwas, das dich vollständig bestimmt. Du schaffst eine kleine Distanz zwischen dir und dem, was in dir passiert. Und diese Distanz ist nicht kalt, sie ist klar. Denn sobald du benennst, verändert sich deine Beziehung zum Gefühl. Du bist nicht mehr mittendrin, du stehst einen Schritt daneben. Und dieser eine Schritt reicht oft aus, um nicht sofort zu reagieren. Nicht, weil das Gefühl weg ist, sondern weil es nicht mehr die einzige Perspektive ist. Mit der Zeit wird dieser Moment schneller erkennbar. Nicht perfekt, nicht immer, aber häufiger. Und genau dadurch verändert sich dein Verhalten. Nicht durch Druck, sondern durch Bewusstheit. Und genau das ist der Unterschied zwischen fühlen und geführt werden. Nicht jede Nachricht braucht sofort eine Antwort. Nicht jede Diskussion braucht deine Meinung. Trainiere bewusstes Nicht-Reagieren. Lass eine Nachricht liegen, warte mit einer Antwort, beobachte den Drang. Du wirst merken, der Impuls hat eine Kurve. Er steigt an, er drängt dich, etwas zu tun. Und wenn du nichts tust, fällt er wieder. Wie eine Welle, die von selbst zurückgeht. Und genau in diesem Moment beginnt Training. Impulse sind Wellen, keine Befehle. Jedes Mal, wenn du einen Impuls unterbrichst, veränderst du ein Muster. Nicht spektakulär, nicht sichtbar, aber real. Dein Gehirn merkt sich nicht nur, was du tust, sondern auch, was du nicht tust. Jede unterbrochene Reaktion schwächt das alte Muster und stärkt ein neues. Du trainierst nicht Härte, du trainierst Abstand. Und Abstand ist die Grundlage von Klarheit. Kontrolle bedeutet nicht, nichts zu fühlen, sondern nicht alles auszuleben. Die Welt wird nicht langsamer, Reize werden nicht weniger, aber du kannst langsamer werden. Nicht im Denken, sondern im Reagieren. Mentale Kontrolle ist kein Zielzustand, sie ist eine Praxis. Und Praxis bedeutet Wiederholung. Immer wieder. In kleinen Momenten, die unscheinbar wirken, aber genau dort verändert sich dein System. Und jede kleine Pause verändert dein Verhältnis zur Welt. Nicht durch Macht, sondern durch Bewusstheit. Und genau deshalb ist Kontrollverlust heute kein Zufall, sondern die logische Folge einer Welt ohne Pause. Gedanken gegen das Rauschen. Kontrolle beginnt im Inneren.